Alex hat seine Frau Lena betrogen, während sie gegen den Krebs kämpfte. Folge 1 von 2. Pack dein Gepäck zu Ende. Ich will, dass du bis heute Abend weg bist. Heute Abend? Wohin soll ich denn gehen? Ich habe morgen früh Arbeit, ein wichtiger Kunde kommt gleich als erstes. Lena, es ist mir egal. Dieses Dokument beweist, dass wir nicht mehr verheiratet sind. Du bist nicht mehr meine Verantwortung. Los, pack deine Sachen und verschwinde sofort aus diesem Haus. Warum tust du das? Ich kann nicht mehr mit dir leben. Ich will eine Trennung. Eine Scheidung? Warum gerade jetzt? Warum? Deshalb. So habe ich mir das Leben nicht vorgestellt. Du hast seit 4 Jahren gegen die Krankheit gekämpft, das hat uns finanziell ausgelaugt. Du gibst ein Vermögen für Behandlungen aus. Ich habe mir diesen Weg auch nicht ausgesucht. Aber wir haben geschworen, zusammen zu bleiben durch alles. Nun, ich bin fertig damit, dieses Versprechen zu halten. Bitte, Alex. Wir hatten schwere Zeiten, aber wir können das wieder in Ordnung bringen. Ich bin mit jemand anderem zusammen. Du warst mir untreu? Seit einem ganzen Jahr. Sie lässt mich lebendig fühlen, anders als du. Es ist eine Erleichterung, das endlich auszusprechen. Unglaublich. Du solltest dir besser einen guten Anwalt nehmen. Schon erledigt. Der beste Scheidungsanwalt der Stadt arbeitet für mich. Und ich habe mit jedem Anwalt in der Stadt gesprochen, keiner von ihnen darf dich jetzt vertreten. Die Unterlagen sind bereit. Wir reichen sie morgen früh als erste ein. Das ist empörend. Laut diesem Dokument bekommst du alles, und ich bekomme nichts. Ich werde das nicht unterschreiben. Oh doch, das wärst du. Oder mein Anwalt wird dich jahrelang vor Gericht zerren. Und mit einem zweitklassigen Anwalt wird dich das in den Bankrott treiben. Unterschreib. Pack fertig. Du gehst heute Nacht. Guten Abend. Möchten Sie einchecken? Ja, nur ein Zimmer bitte. Es tut mir leid, gnädige Frau. Diese Karte wurde abgelehnt. Hä? Nein, das muss ein Fehler sein. Können Sie es bitte noch einmal versuchen? Natürlich. Es funktioniert trotzdem nicht. Einen Moment bitte. Hast du alle meine Karten gesperrt? Natürlich habe ich das. Und bevor du fragst, ich habe auch alle Passwörter und Pins unserer gemeinsamen Konten geändert. Ein Teil dieses Geldes war mein. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich mir überhaupt ein Hotelzimmer leisten können?
Es gibt ein günstigeres Motel nur ein paar Straßen weiter. Dort gibt es freie Zimmer und sie akzeptieren Bargeld. Danke. Kein Problem. Viel Glück. Ein Zimmer, bitte. Das macht 80 € für die Nacht. Für diesen Ort? Das ist ganz schön happig. Es ist eine Last-Minute-Buchung. Wenn Sie für 2 Nächte buchen, mache ich einen Pauschalpreis von 100 €. Ich habe nur 103 € bei mir. Bitte, können Sie wirklich nichts tun? Ich hatte eine schreckliche Nacht. Sparen Sie sich die traurige Geschichte. Wenn Ihnen der Preis nicht passt, gehen Sie woanders hin. Ich habe keine Wahl. Zimmer 125 am Ende des Flurs, auf der linken Seite. Wo warst du? Du bist zu spät. Es tut mir so leid. Entschuldigung? Wir hätten wegen dir fast das Müller-Konto verloren. Ich verspreche, das wird nie wieder passieren. Es wird nicht passieren, weil Sie gefeuert sind. Sie verstehen nicht mein Mann gestern Abend. Ausreden. Ich will Sie nicht hören. Geben Sie mir nur eine Chance. Gehen Sie jetzt, oder ich rufe die Sicherheit. Ich gehe. Geht es dir gut? Ja, mir geht's gut. Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber, wenn Sie mit jemandem reden möchten, ich kann gut zuhören. Die Wahrheit ist, mein Leben ist in nur 48 Stunden zusammengebrochen. Mein Mann hat mich nach 10 Jahren verlassen. Ich wurde rausgeworfen. Ich habe meinen Job verloren. Ich habe seit 2 Tagen nichts gegessen. Dieses Sandwich ist alles, was ich mir leisten kann. So habe ich mir mein Leben nie vorgestellt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video, dem zweiten und letzten Teil dieser Leidensgeschichte der armen Lina.